Unruhige Zeiten und Zeiten der großen Veränderung bergen immer auch die Gefahr der Manipulation von außen in sich. Wie kannst du dieser Gefahr begegnen? Was hat Manipulation mit Selbstliebe zu tun? Und wie kannst du dein wahres Selbst erkennen? Machen wir uns nichts vor. Wir alle lieben es, wenn die Dinge erstmal im Wesentlichen so bleiben, wie sie sind, weil uns das eine gewisse Sicherheit gibt. Natürlich braucht jeder Mensch auch Herausforderungen und Veränderungen, aber die möchten wir doch gerne selbst steuern und nicht von außen plötzlich etwas auf uns einstürzen lassen, wo wir das Gefühl haben, es nicht mehr kontrollieren zu können, nicht mehr das Lenkrad selbst in der Hand zu haben. Ich selbst habe so eine Situation erlebt zum Zeitpunkt der Wende. Ich bin in der DDR groß geworden, aufgewachsen. Zu diesem Zeitpunkt war ich Mitte 30, habe meinen Job verloren. Wir, mein damaliger Mann und ich, wussten nicht, wie wir die Familie über die Runden bringen sollten und so weiter und so weiter. Wie sich das anfühlt, weiß ich also. Allerdings hatten wir ja damals vor uns, nach der Vereinigung durch die Bundesrepublik, ein Modell, wie die Sache funktionieren könnte. Auch für uns. Wir mussten halt flexibel sein. Das, was jetzt abgeht auf unserer schönen Erde, betrifft uns alle, die gesamte Menschheit, jeden einzelnen von uns und das gesamte Menschheitskollektiv und hat aus meiner Wahrnehmung heraus Auswirkungen auch für das gesamte Universum, dem wir als ein Baustein, ein Teilchen angehören. Und große Verwirrung, Ängste, Verzweiflung und all diese aufrührenden Gefühle haben nach meiner Erkenntnis damit etwas zu tun, dass uns die Modelle fehlen, dass uns die Vorstellung davon fehlt, wenn nicht alles so bleibt, wie es ist. Ja, bitteschön, wie soll es denn dann werden? Wie sollen wir denn erreichen können, glücklich, zufrieden, gesund, in uns selbst ruhend zu sein? Und wer die Augen aufmacht, der sieht all die Manipulation, die uns von außen erreicht, jeden einzelnen von uns, durch all die verschiedenen Medien und Kanäle, Gruppierungen, die sich bilden und so weiter. Um eine Vision, die tragfähig ist, entwickeln zu können, bedarf es der Selbsterkenntnis. Jeder einzelne von uns, und darin sehe ich den Auftrag für die Zukunft, ist in der Verantwortung, sich darüber im Klaren zu werden, was ihn selbst ausmacht, was er für Glück, Gesundheit, Frieden auf dieser Welt braucht, was sein persönlicher Beitrag mithin sein kann. Und das ist die beste Antwort auf jegliche Manipulation von außen. Und Manipulation besteht vor allen Dingen, so nehme ich das zumindest wahr, auch in der Aufforderung zu konsumieren, zu konsumieren, zu konsumieren, was auch immer. Frag dich doch einfach mal, was brauche ich wirklich? Was braucht mein wahres Inneres tatsächlich? Und wenn ich weiß, wer ich wirklich in meiner Tiefe bin, dann bin ich auch in der Lage, mich selbst zu lieben. Genau so, wie ich bin, genau dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Und schaffe es, das nach außen zum Ausdruck zu bringen. Und indem ich mein wahres Wesen zum Ausdruck bringe, verändere ich positiv mein Umfeld im Kleinen wie auch im Großen und leiste meinen Beitrag für diese Erde,
für eine friedliche Welt. Ich habe am Ende dieses Videos 2 Videos verlinkt. Zum einen eine Meditation, wie du deine Selbstliebe stärken kannst, auch hier auf diesem Kanal. Und dann auch eine kurze Meditation, wo du ein bisschen dir näher kommen kannst und besser erkennen kannst, was deine Visionen für die Zukunft sind. Ich hoffe, diese Inspiration nützt dir etwas. Freue mich auf deinen Kommentar. Wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.